Muschelnudeln mit Kürbisfüllung, ein Gedicht. Der gute Butternut, dann ein Parmesanstück, ein bisschen Ricotta oder Nudeln und Wermut, das sind die wichtigsten Zutaten. Der Kürbis ist sehr leicht zu schälen, ist es ja auch nur ein Stück davon, wird in Stücke geschnitten und in eine ofenfeste Form gegeben mit Salz und Pfeffer gewürzt und Olivenöl und ab in den Ofen. Dann koche ich diese Nudeln, das sind diese Conchiglioni, Riesenmuschelnudeln, die kochen sprudelnd ungefähr 14 Minuten. Dann reibe ich meinen Knoblauch, gepresst finde ich nicht so gut, es sind auch riesige Zehen. Und dann mache ich die Ricotta-Masse. Also kommt erst die Ricotta rein, dann 2 Eigelb, der frisch geriebene Parmigiano, dann der Knoblauch. Dann kommt noch reichlich frisch geriebene Muskatnuss dazu und etwas abgeriebene Zitronenschale. Das Ganze wird jetzt schön vermischt. Nun sind auch die Nudeln fertig. Die lasse ich jetzt nicht alle so im Sieb liegen, sondern ich nehme sie einzeln auf ein Küchenhandtuch und lasse sie so abtrocknen, damit sie hinterher nicht zusammenkleben, was mir nämlich früher schon passiert ist. Der Kürbis ist jetzt aus dem Ofen und muss ein bisschen abkühlen. In der Zwischenzeit nehme ich schon mal den Noix Gras, den französischen Wermut, der in keiner Spitzenküche fehlen darf. Und der wird mit der Sahne vermischt. Ich habe die Menge sogar noch etwas erhöht später, weil ich gesehen habe, dass das nicht reicht. Habe ich die doppelte Menge genommen. Und der Parmesan, den habe ich jetzt auch schon frisch gerieben. Jetzt kommt der Kürbis, der jetzt schön abgekühlt ist. Der wird mit dem Kartoffelstampfer schön zerknetet. Das geht ganz wunderbar. Und zu der Ricotta-Masse gegeben. Und das Ganze wird dann herrlich verrührt mit einem wunderbaren Knatschen. Das macht richtig Laune. Die trockenen Conchiglioni tue ich jetzt schon mal in die Form, die ich später benutzen werde. Mache ich noch mal ein bisschen Olivenöl rein zur Sicherheit, damit nichts klebt. Und nun geht es ans Füllen. Jetzt habe ich mir das so ausgedacht und diesmal geht es richtig gut. Ich habe es ganz schnell hingekriegt, im Gegensatz zu früher. Einen gehäuften Esslöffel von der Füllung passt ungefähr so da rein. Ist ganz gut, wenn man dann die Handschuhe anzieht, dann kann man nämlich mit dem Daumen immer noch nachhelfen. Das ist eigentlich eine schöne und hygienische Angelegenheit. Diesmal hat sie eigentlich sogar richtig Spaß gemacht. Und so sieht es aus, wenn ich das gleichzeitig filme. Ich muss ja auch immer auf den Bildschirm gucken, ne? Es muss ja so sein, dass ich einerseits den Monitor beobachte, dann meine Sachen gleichzeitig koche und auch gucke, ob das auch wirklich läuft, das Video, oder vielleicht schon angehalten ist oder ausgestiegen ist. Also man braucht schon eine Menge Konzentration, aber es macht mir auch unheimlich viel Spaß. Das geht gut voran. Jetzt sind die Muschelnudeln alle gefüllt, jetzt kommt der Parmesan drauf. Eigentlich sollte das umgekehrt sein, nämlich erst die Flüssigkeit und dann der Parmesan, weil das dann nämlich oben noch besser bräunt. Aber das passiert im Eifer des Gefechts schon mal. Jetzt sind die alles fertig und es kommt dann in den Ofen. Der ist ja noch warm, 180 Grad, sollen 25 Minuten sein, hat auch genau gestimmt. Und in der Zwischenzeit habe ich meinen Salbeibusch geplündert. Die Blättchen kommen in heiße Butter und werden ein bisschen verrührt und dann frittiert der so schön da drin, bis er dann rauskommt, dass er ein bisschen so knusprig ist. Und dann kommen diese gerösteten Haselnüsse, die habe ich sowieso immer da, weil die kommen in unser Müsli. Die werden da drin noch ein bisschen verrührt. Und dazu kommt noch Zitronensaft. Der bringt es genau, so ein bisschen noch diese Säure da drin, das fand ich ganz fantastisch. Und dann ist alles soweit fertig, denn die Form mit dem Kürbis ist aus dem Ofen und sieht einfach ganz großartig aus. Alles schön braun, überbacken und ein bisschen Flüssigkeit. Jetzt wird die ganze Geschosse noch gekrönt mit dem Salbei. Das finde ich sowieso, dass der unheimlich gut zum Kürbis passt. Und hier auch noch die Haselnüsse werden darauf verteilt.
Und dann ist das ganze Werk vollendet. Sieht einfach wunderbar aus. Aber man muss es natürlich auch etwas zerstören, weil man es ja auch essen will. Und das sollten 2 Portionen sein, aber es waren eigentlich ein bisschen mehr. Also ich finde, man kann sogar sagen, für 4 Personen als Vorspeise geht das auch. Oder 3 Personen werden gut davon satt. Nämlich mächtig und absolut köstlich.